Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja Leute, in der letzten Folge, wie ihr es auch hier seht, haben wir zusammen mit John die Brücke weggesprengt, wo wir ihm auch so ein bisschen so einen Rat gegeben haben, dass er sich eventuell mit seiner Frau und seinem Sohn, ja moin, genau, automatisch speichern, dass er sich mit seiner Frau und seinem Sohn vielleicht ein neues Leben, ein besseres Leben aufbauen soll. Daraufhin ist er halt erstmal weggeritten. Wir werden jetzt, wenn wir sowieso hier einmal im Norden sind, einmal zum Adler, wie hieß der nochmal? Regnerischen Adler? Wie hieß der nochmal? Fallender Regen, so. Wieso habe ich irgendwas mit Adler im Kopf? Egal. Reiten wir zu ihm, weil in der vorletzten Folge oder vor 3 Folgen hatten wir ja die Mission gehabt mit dem Sohn, wo Dutch halt seinen Sohn geholfen hat. Und wir sollten halt daraufhin von seinen Bekannten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hier hinreiten, damit wir halt mit ihnen wenigstens reden. Ob es halt beim Reden bleibt. Das bleibt erstmal unter uns, aber wir müssen halt auch erstmal schauen, wo der überhaupt ist. Ich kann mir vorstellen, diesen großen Zelt, oder? Das sieht irgendwie so aus, als wenn das irgendwie seine Hut wäre. Ja, ist tatsächlich sogar. Krass. Hätte ich mir auch was anderes vorgestellt. Aber wir betreten es mal. Hello? Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Oh, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection. Okay. Jetzt will ich mal eben kurz einmal Pause machen. Und zwar will ich den Marker wegmachen. So, jetzt hören wir mal spannend weiter, was der Captain hier für Nachrichten hat. It appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land.
I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Oh. Even just a couple hours. Wir helfen ihm, glaube ich mal, ne? Wäre, glaube ich, besser. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Okay. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Und jetzt reitet er einfach weg. See? What's left of that bridge over there? I heard Okay. about it being destroyed. Do you know if that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. Well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah! Go on, get out of here! Good. Das ist natürlich nicht so gerade cool. Die rennen weg. Okay, perfekt. Also jetzt unbedingt mein Pferd verlieren wollte ich jetzt nicht. Mr. Morgan, but don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. Are you okay, Mr. Morgan? Ja. Soll ich jetzt I weitergehen? was there on the raid to steal back those horses, and Ich glaube schon. well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Okay. Ich hoffe nur, du überlegst jetzt nicht zu lange. Easy. Weil so langsam laufen ist halt nichts gerade nicht so meine Devise. Hold up a moment. Some Okay. of the plants I need will be growing down here. Das heißt, ja, sorry, ich dachte, wir wollen die Pflanzen jetzt pflücken. Aber nee, er will natürlich lieber mit dem Pferd reiten. Der ist faul. Ich bleib mal jetzt hier drauf, wa? Nicht, dass wir wieder Ärger bekommen. Wohin geht der? Warte mal, ich komme doch mal mit. Ich will mal gucken, wohin er läuft. English mace. Okay. Kann ich davon auch was mitnehmen? Okay. Let's continue on. Things that bad on a reservation? Yes. This conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Well, we ain't done much to calm the situation. But I have to continue to seek to resolve matters through peaceful negotiation. War would be futile. Your people are lucky to have you. I'm not so sure about that.
wenn ich mal eben so am Rande erwähnen kann. Be careful. There are some steep turns Also, ahead, but the views are die beautiful. Aussicht ist ja mal richtig geil hier. Ja, hör mal, ich komme wieder. Ja, ja. Bin doch schon hinter dir. Ich hab nur mal hier die Aussicht genossen, Minion. So. Die Aussicht ist wirklich... Aber es ist natürlich sehr gefährlich, wenn du hierher läufst. Vor allem, wenn dir einer entgegenkommt. Da will ich nicht derjenige sein, der definitiv runterrutscht, weil ich denke mal... Gerhard! Alter, ich habe gerade gesagt, dass ich nicht derjenige sein will, der hier runterrutscht. Okay. Haben wir doch noch. Also, ich weiß nicht, was Gerhard vorhatte, aber er wollte irgendwie mal ausprobieren, da runter zu rutschen. Ja, hier oben sieht es auch echt schön aus, ne? I want to pick some ginseng. Ja, ja. Pflanz mal da oder sammel mal deine Ginseng. Wir schauen uns mal hier die Umgebung an, wa? Ja, von hier oben. 1A Aussicht. Definitiv. 1A Aussicht. So. Will combine well. Ja, ja. Muss ich dir zu Fuß folgen? Nee, ne? Nee. Oder? Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. They taste awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not Okay. much further now. Dann fragen wir mal über Monroe nach. Ja. That fella. Monroe, how you know him? Captain Monroe was reassigned here from a regiment in the north. Apparently, the news of our conflict has spread all the way to Washington. He's a good man. He wants to help. Well, I guess that's something at least. The army aren't all bad men. Just as my people aren't all good. But this Colonel Favors, he walks an old line. He's obstinate and he hates Monroe. I just hope between us we can work this out. Okay. Ja dann, wenn er das sagt, dann muss das wohl stimmen. Oh ja, hier hast du auch wieder eine sehr klasse Aussicht. Also, hier kann ich gerade echt nur über die Aussicht sprechen. Wenn er sich das hier mal anschaut. Ja. Das hat was. Das hat was, definitiv. Da unten ist das der See, da wo wir mit den holzernen... okay. Was war das jetzt? Hat sich irgendwie angehört oder sah aus, als wenn wir Schmerzen bekommen haben. Weißt du das? Fallender Regen, wir können nicht mit dir reden. Aber auch, was die teilweise für Namen haben, ne, die Indianer. Also bemerkenswerte, sag ich mal so. Aber wohin reiten wir denn jetzt? Er hat uns jetzt diese zwei Pflanzen gegeben. It's just up ahead. Das ist gleich da vorne, ja. Er hat uns die zwei Pflanzen gegeben und sagte, wir sollen uns die mischen. Der Geschmack ist kacke, aber es hilft. Und jetzt, was passiert jetzt? Ach so, jetzt sehe ich es erstmal. Destroyed everything. No, I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Jo, machen wir da mal, ne? What is it? A ceremonial pipe. There must be something Okay. close to what happened here. Ich glaube, ich habe eine Flasche kaputt gemacht. I see no end to any of this. Ich glaube, er hat uns nicht gehört. Das
eine Whiskyflasche hier ist. Hier sind aber ganz schön viele Spuren. So, hier ist noch eine Flasche. Eine Militärtrinkflasche. Sure looks like they was doing some drinking. Aber warte mal, ich kann es mitnehmen. Ist denn da noch was drin? Wahrscheinlich, oder? Wenn wir es mitnehmen können. So, hier ist noch was. Ah, da ist wieder eine Flasche. More over here. Whiskey. Bastards are having a party up here. Okay, let's continue on. Mr. Morgan. Was denn? Was hast du denn entdeckt, du? An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Okay. Du, hör mal, ich würde den vielleicht mitnehmen, du. Weißt du? Ne, willst du nicht, dass ich den mitnehme? Aber der kostet viel. Und so könnt ihr mir jetzt Geld sparen. So, irgendwo... Oh, da. Ich wollte schon sagen, irgendwo hier war doch ein Hinweis gewesen. Look there. Smoke. Ja. Warte, ich komme. Ich bin halt nicht so schnell, weißt du, ich bin schon alt, krank und müsste mich mal rasieren, sehe ich gerade. Binoculars? So, dann zoomen wir mal rein und schauen mal, was da wieder für welche sind. Oh, die haben Spaß. Brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but actions don't always go the way you plan. Ja gut, ich sag mal so, manchmal ist halt... Wir wollen es mal auf realistisch sehen. Häufig läuft nicht alles bei uns nach Plan. Ja. Ich denke mal, wir werden da echt einfach mal versuchen, reinzugehen. Und versuchen es einfach mal zurückzuholen. Das hört so definitiv nach dem Plan an. Und hoffen wir auf dem Weg runter. Rastet Gerhard jetzt gleich nicht so aus. Weil ich sagte, Gerhard, sterben habe ich gerade nicht so Bock, weißt du. So. Vor allem ist es ja ein relativer Vorteil noch. Die sind ja ein bisschen angetrunken. Hat man ja gesehen. Die werden davon jetzt alles nicht so unbedingt mitbekommen. Also, das sind ja jetzt hier 4, 5, 6, 7 Leute. Wenn die alle ein bisschen angetrunken sind, aber ja gut, dann... Puh. Wisst ihr. So. Machen wir mal so. Och, echt jetzt.
Ja, da fängt schon wieder an. Oh, Aua. Ja, warte mal, immer. Ich habe natürlich wieder eine Arschkarte, weil Gerhard, mein Guter, der hat natürlich alle Waffen wieder. So, Gerhard. Danke. Aua, aua, ist doch gut. Warte mal. Wir hatten doch Fleisch gebrutzelt, ne? Hier. Gönn dir mal ein Fleisch. So, der sitzt. Der sitzt. So. Und ich sag mal so besoffen können die auch nicht sein, wenn die noch so klar schießen können. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. So, geht doch. Gerhard, du kannst dich ruhig beruhigen. So, was ist hier drin? Eine Broschüre für Giftpfeile. Interessant. Eine Kette und nur noch Pfeile. Ah, hier. Hier ist es. Oh. Okay, Arthur. Wo... Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Wo du es hier reingesteckt hast, Junge. So, Gerhard. Bleib mal einmal kurz stehen. So. Wir reiten zurück zum fallenden Regen, würde ich sagen. Wir haben es doch relativ souverän doch geschafft. Auch wenn er sich das hätte anders vorgestellt. Aber manchmal muss man schon mal ein bisschen durchgreifen, würde ich sagen. Und Gerhard hier hat jetzt auch gerade wieder keinen Bock zu laufen, so richtig. Oh, er hat sich's gemütlich gemacht. In dem Abteil, was noch bestehen ist. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Okay. Das ist definitiv richtig abgebrannt, würde ich mal sagen. Was passiert jetzt? He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Ja, aber ob wir das schaffen? Puh. Das ist definitiv mal eine Aufgabe, ne? Also, sowieso Dutch irgendwie aktuell auf irgendwas umzustimmen, ist halt echt aktuell nicht so leicht, sag ich mal. Jetzt sehen wir haben immer noch von Sally die Mission und eine neue. Ist die neue von diesen... Von dem Mann? Von, ja, genau, von Captain Monroe. Genau. Was will er denn? Du hast dich bereit erklärt, Captain Monroe im Wapiti
Reservat zu helfen. Ja, das hört sich doch nach einer coolen Aufgabe an, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leute, ich mache an der Stelle mal einen Cut und melde mich wieder, wenn ich in der Nähe oder bei Captain Monroe bin. Bis gleich. Jetzt sind wir wieder am Camp angekommen. Hat nicht so lange gedauert, aber die Reitpassage, die war jetzt nicht gerade aufregend. Deswegen habe ich es mal gecuttet und wir grüßen mal den Captain. Here I am, as promised. Captain Monroe, Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. Ja, ich denke mal, das werden wir sein. So sein Blick und seine Sprache zu nach. We should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Aber Captain, untersuchen wir mal die Kuh. Perfekt. So, this Eine Colonel 2-Sterne-Kuh. he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay, jetzt nimmt er auf jeden Fall eine radikale Abkürzung, würde ich mal sagen. Ich hoffe... Erstmal, wo der hier überhaupt herläuft, hoffe ich mal, wir kommen heile an. Aber ich hoffe auch, ui, dass wir die Mission auch recht erfolgreich beenden werden. Ach, jetzt warten wir hier. Ah, ich verstehe es. Ja, aber ich brauche noch ein bisschen, ne, Captain? Hast ja bestimmt Zeit, wo? The
wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, I can't promise. Jetzt halt die Frage, ja. Das habe ich mir halt befürchtet. Ich habe jetzt nicht meine Waffen dabei. Machen wir so. Vielleicht hat das was genützt. Nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Hör mal, Gerhard. Du musst mal ganz schnell zu mir kommen. Genau. Du, hör mal, du hast mir wieder die Waffen stibitzt, Gerhard. Wir müssen dem mal ganz schnell hinterher, du. Also, verdammte Axt, dass der eine aber auch nicht gestorben ist. Also, ich hoffe, jetzt entkommen die uns auch nicht. Die haben natürlich schon ein bisschen weiteren Vorsprung. So ist es halt nicht. Warte mal. Ach, ich habe kein Dead Eye mehr. So. Gib dir mal ein bisschen Kautabak. Und... Nein. Nein. So, jetzt müsste es doch sein, oder? Yes. Okay, da haben wir es doch noch geschafft. Das ist doch wenigstens gut. Von der US Army, ja. Läuft bei uns. Einmal die Arzneikiste durchsuchen. Genau. Durchsuch sie mal. Ich hoffe, jetzt kommt in der Zeit keine. Nee, außer da ein Hund. Was ist das? Ein Fuchs oder ähnliches. Außer der hat uns keiner beobachtet. So, perfekt. Dann gehen wir mal zurück zu Captain Monroe. Ich hoffe, der ist uns wenigstens ein bisschen entgegengekommen. Nicht, dass er jetzt meint, dass wir den ganzen Weg zu ihm zu kommen. Zu scheinen. So, wo ist er denn? Ich glaube, der ist tatsächlich... der ist tatsächlich da hinten. Ja, hör mal dann. Warte mal, ich glaube, ich kann doch hier hoch. Da hat man nicht schon mal ein bisschen Weg gespart. Ich hoffe, wir kommen ja auch... Boah, ey, hör mal. Lebend runter. Hatte jetzt kurzzeitig einmal wieder Schiss gehabt. Nicht, dass wir wieder fliegen. Aber... Sind wir so weit geritten? Kam mir gar nicht so vor, als wenn wir so weit geritten sind. Nee, hör mal, der ist doch... Der ist schon mal Richtung Lager zurückgerannt. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es auch. Er hat uns da gelassen, damit wir das besorgen, damit er zurück ins Lager geht. Er ist schlau. Er hat sich nicht die Finger schmutzig gemacht. Er hat sich nicht die Finger schmutzig gemacht. Aber wir haben es ja an sich für eine gute Tat getan. Das ist ja wenigstens doch das Gute daran. Genau, Gerhard. Dann komm mal ein bisschen in die Sputen hier, Junge. Aber ist ja auch eigentlich ein schöner Ort, ne? So mit den Felsen im Hintergrund. Ui, wir können auf einmal hier rennen. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht. So,
Captain, wo sind sie denn? Captain? Captain Ach, da bist Monroe, du. I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, now don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Ja, dann perfekt. Perfekt, jetzt haben wir, sehe ich gerade wieder eine Quest unten. Okay. Ach, in Annesburg, wer ist das denn? Yoshia. Irgendwas? Bei unserem Lager auf jeden Fall, okay. Dann haben wir immer noch Sadie in Saint-Denis. Das hat jetzt die Frage. Machen wir jetzt die Quest in Saint-Denis als nächstes oder hier? Ich würde, glaube ich, irgendwie schon sagen in Saint-Denis, aber... so. Oder wir gehen mal nochmal zurück zum Lager. Hier können wir es nicht machen. Nur in der Wildnis können wir es machen. Und gucken mal. Oh ja. Jetzt können wir nicht mehr rennen. Gerade konnten wir es noch. Perfekt. Vielleicht machen wir mal eine Schnellreise ins Lager, würde ich sagen. Und schauen uns noch diese Mission an. Dann gibt es mal in dieser Folge mal 3 Missionen. Kann ja auch nicht schaden, wa? So. Ich mach mal einen Cut. Bis gleich. So, Leute. Cut Nummer 3 ist beendet. Nun im Lager angekommen. Schauen wir uns mal an, was jetzt da Sache ist bei den, wie ich finde, unaussprechlichen Namen. Hier sitzt gerade nur einer. Auf dem Bild saßen eigentlich mehr. Naja. Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Okay. Also ist jetzt ein weiterer sozusagen aus dem Dorf raus. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me.
Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Okay. Immerhin können wir jetzt Charles was zurückgeben. Natürlich, er hat recht. Er hat unser Leben gerettet. Und irgendwie müssen wir ihm das ja auch mal wiedergeben. Aber Charles, hör mal, wir haben ja fast das gleiche Pferd, sehe ich gerade. Also. Achso, er will da runtergehen. Oder nach da hinten gehen, okay. Achtung, Bill. Bill. Danke. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Ja, helfen tun wir doch gerne. Definitiv. Natürlich muss man immer halt schauen, wem man halt hilft. Aber allgemein helfen wir wirklich jedem. Aber jetzt halt die Frage, wohin reiten wir jetzt ganz genau? Weil ich bin ehrlich, manchmal habe ich mich jetzt aufs Reiten konzentriert, anstatt aufs Lesen. Deswegen habe ich das nicht so hundertprozentig rausgehört. Aber es scheint, als wenn wir wirklich weit weg reiten. Hast du was zu erzählen, fallender Regen? Nee. Doch. This way. Just remember, there are generations of family here that deserve respect. Was ist das denn hier? Ist das... Ach, das sind doch diese Typen, die wir doch vorhin auch getötet haben, ne? Also das sind welche davon. Oder? Ja doch. Sehe ich doch direkt an deren Oberbekleidung. Warte mal. Ich komme sofort. Weil ich denke mal, Gerhard, mein Guter. Natürlich kann ich es nicht. Bestimmt hat Gerhard meine Waffen auch wieder weggenommen. Bevor wir sie natürlich brauchen, aber ich kann sie leider echt nicht nehmen. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. They won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... You okay, man? Someone. Jackson, take him away.
Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Raines. That's, Rain's fault. Exactly. Chief Raines, the thing It's quite a is, cough. the federal government. Sure. that I handle Wait here. the situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. Ja, unser verdammter Husten, ne? No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason. And hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is Okay, Interessantes hat man jetzt mitbekommen. have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah, come on. Let's go. Ja gut, aber Lands you der currently Husten ist natürlich immer noch nicht belong to weg. the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. Okay, But shout me. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. müsst das natürlich jetzt aufpassen, ne? Also wir bewegen uns auf ein ganz dünnes Eis. Bitch. Aua, aua. So, lass uns mal abhauen, würde ich sagen. Ohne vielleicht gegen einen Baum zu rennen. Ja, okay, ging so halbwegs gut. Aber immerhin haben wir ja den Captain Monroe zurück. Oder beziehungsweise bei uns. Na. Ich liebe unsere Huttreffer. So, Headshot. Weg mit dir. Perfekt. Perfekt, weg mit dir. Und hinter uns noch einer. Perfekt. Unsere modifizierten Waffen, die sind sehr gut. Ey, Alter, was geht denn hier auf einmal ab? Ja gut, dann komme ich auch zu Fuß. Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, dann komme ich auch zu Fuß. So. Irgendwo da ist jemand. Ich habe den zwar nicht gesehen. Oh, alles gut bei dir. Ohne dass ich was gemacht habe, hast du schon einen Baum geküsst? Also. Bist du so ein Fanatiker nach Bäumen, du? Ja. Wir müssen mal schauen. Okay, er ist tot. So, warte mal, den können wir nicht wegmachen. Kriege ich den? Nein, er will nicht. Ach, verdammte Axt aber auch. Ja gut, dann machen wir das halt so. Kommen natürlich jetzt alle, ne, so. Weil die sich das natürlich nicht bieten lassen wollen.
Ja, ich kehre zu Monroe zurück. Warte mal, ich würde mal sagen, wir machen das mal so. So. Jetzt müssen wir uns mal eben heilen. Fangen. Perfekt. 2 mit Dynamit getroffen. So kann es definitiv weitergehen. Okay, den haben wir wenigstens. Er ist natürlich hinter Baum. Verdammte Axt. Perfekt. Und der letzte. Ich glaube, das war's erstmal, ne? Also, wir nehmen ihn jetzt auf unser Pferd mit. Komm. Und wir folgen jetzt Charles. Komm, Charles. Dann lass uns mal hier verschwinden, bevor noch weitere kommen. Und der Chef von den ganzen, der hat uns halt auch schon von Anfang an halt nicht getraut, ne? Also er fragte schon von Anfang an, wer wir überhaupt sind. Perfekt. Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Ja, hör mal, da macht ihr mal gar keine Gedanken. So, wir machen das schon alles. Bring bloß du deinen Arsch hier weg. So. Okay, das Pferd will doch noch mal ein paar Schritte laufen. Okay, alles gut. Ja, komm, perfekt. Dann, Sir. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Nicht, dass ihnen die gleiche Scheiße passiert wie uns, ne? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. That weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty.
What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Ja, das waren ja noch, muss man sagen, zum Ende hin aufmunternde Worte. So, ich glaube, das hat ihn tatsächlich auch ein bisschen gut getan. Willst du auf dem Pferd drauf? Ja, willst du. Perfekt. Das hat ihn eigentlich auch, glaube ich, ein bisschen gut getan, ein bisschen was von der Seele zu reden. Ist natürlich auch scheiße, was passiert ist in seinem Leben. Jetzt haben wir als nächstes noch die Quest von Sadie Adler. Ja gut, Leute, aber ich würde erstmal an der Stelle sagen, war das eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr es auch noch nicht getan habt, würde ich mich ebenfalls über ein kostenloses Abo freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Ihr hättet auch einen kleinen Vorteil dadurch. Euch würden dann täglich meine Videos vorgeschlagen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht bei Red Dead Redemption. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.